Leute, es soll einfach nicht sein, dass wir mal irgendwie ein Land ganz normal von A bis Z in geraumer Zeit bereisen können. Hallo, wir sind Manu und Thiago und seit über einem Jahr mit unserem Scania 6x6 namens Big Shrek auf der Panamericana unterwegs. Nach so vielen Kilometern, staubigen Pisten und unzähligen Abenteuern haben wir uns aber eine kleine Pause gegönnt. Wir haben Big Shrek in Kolumbien parkiert und sind für ein paar Wochen in die Schweiz zurückgeflogen. Und ganz ehrlich, es tat so gut. Wir haben das knusprige Schweizer Brot genossen, sind durch wunderschöne Dörfer spaziert und haben die sauberen Seen bewundert, aber vor allem mit Freunden und Familien die Zeit verbracht. Ein ganz besonderer Grund für unsere Heimreise war aber der 85. Geburtstag von meiner Oma. Und wer jetzt denkt, ein Familienfest im Elsass sei ein bisschen Kaffee und Kuchen, der kennt die Elsässer schlecht. Denn wenn hier gefeiert wird, dann richtig. Mit gutem Essen, viel Gelächter und natürlich einer ordentlichen Portion elsässischer Kultur. Inklusive Gesang. De la vieillesse apaiser les malheurs, prendre un ancien par le cœur, prendre un ancien par la main, et lui chanter des refrains, qui lui rappelle la jeunesse finie, être pour lui un ami. Prendre un ancien par l'amour pour embellir ses deux jours, l'aider à supporter le poids des grands, prendre un ancien en l'aimant. Oh Mann, Leute, ist es schön. Wenn ich das wieder sehe, dann kriege ich schon wieder Heimweh. Doch bevor es für uns zurück nach Südamerika gehen konnte, hatten wir ja noch eine kleine Rechnung offen. Erinnert ihr euch noch an unsere Honda? Genau, die stand nämlich noch in Belgien und wartete darauf, endlich abgeholt und sicher verstaut zu werden. Erst dann konnten wir wirklich entspannt zurück nach Kolumbien fliegen und unsere Reise fortsetzen. Also hieß es für uns Kilometer fressen. Und dort angekommen, staunten wir nicht schlecht über den ganzen Prozess am Hafen. Wir brauchten nicht mal eine halbe Stunde. Manchmal wartet man wochenlang auf ein Problem und am Ende dauert die Lösung keine 10 Minuten. Hondina ist back! Ja, wie ist hier hinten drin? Richtig geil, es hat alles funktioniert. Hat ein wenig länger gedauert als geplant, aber das sind wir uns ja mittlerweile gewöhnt. Und somit, ja, sie ist wieder back. Jetzt sind wir zurzeit gerade in Belgien natürlich und müssen jetzt zuerst noch nach Hause fahren, aber sie ist zumindest mal wieder in Europa. Ja, und es hat auch alles europäisch funktioniert. Es ging zack, zack, bumm. Also Ja. innerhalb von einer Viertelstunde waren wir hier drin, Honda eingeladen und wieder raus. Und alles ohne Agenten vor Ort. Also sind wir auch ein bisschen stolz. Wir können uns jetzt Verschiffungsprofis nennen. Ja, genau. Wir sehen uns in Kolumbien. Dauerwirbel. See you there. Leute, so schnell geht die Zeit vorbei. Wir sitzen hier am Flughafen Zürich. Es geht jetzt wieder zurück nach Kolumbien mit gespaltenem Herzen, weil natürlich gefällt uns unsere Heimat, die Schweiz, und tatsächlich war es auch richtig schön toll jetzt das Wetter die letzten Tage. Aber trotzdem freuen wir uns jetzt wieder zurück zum Biggie. Es geht weiter. Wir sind ganz gespannt. Wir haben immer wieder mal so ein bisschen mitverfolgt, was bei anderen so geht, und freuen uns jetzt tatsächlich wieder back to the roots. Und ja, zuerst gibt es ein bisschen zu organisieren. Ach, was laber ich hier? Zuerst müssen wir aber auch mal ankommen. Wir sind ja immer noch in Zürich. Aber wir halten euch tatsächlich auf dem Laufenden, wie unsere Reise so geht.
Leute, wir sind seit 5 Stunden, nee, mehr, ein bisschen mehr, oder? Ja, ein bisschen mehr, 6 Stunden in Kolumbien. Und es zeigen sich schon die ersten Probleme. Reisen! Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Ja, wir sind gestern Abend safe angekommen, unser Gepäck ist angekommen, hat alles funktioniert, zum Glück. Wir sind jetzt in einem Hotel, wir haben hier übernachtet, weil wir gestern Abend doch sehr spät angekommen sind. Was war das für eine Zeit überhaupt, dass wir angekommen 11 Uhr, halb 12. Ja. Und Biggie steht halt 30 Kilometer außerhalb von Cartagena. Und darum dachten wir, es ist besser, noch eine Nacht im Hotel zu machen. Genau, und dann habe ich heute Morgen um 5 Uhr mit Jetlag aufgewacht und eine tolle E-Mail gekriegt. Wir 2 Superorganisatoren haben natürlich vergessen, dass unser Visum, da wir in der Schweiz waren, leider auch, also was heißt leider, das war richtig toll, aber vergessen haben, dass ja unser Visum, unser Tipp für den Biggie auch ausläuft, haben wir gemerkt, ach du Scheiße, jetzt haben wir ein Problem, weil wir müssen spätestens bis zum 3. Juli Kolumbien, respektive unser Biggie muss bis dann Kolumbien verlassen haben, wenn wir das nicht verlängern. Haha, Trommelwirbel. Somit kommen wir an, wir haben noch nicht mal den Biggie gesehen. Und hätten noch eine Woche Zeit, um durch Kolumbien zu fahren. Doch, eine Woche hätten wir noch. Ja, das war genau eine Woche, das möchten wir natürlich nicht. Deswegen haben wir uns jetzt mit der Agentur wieder in Verbindung gesetzt und versuchen jetzt das Visum oder respektive das Tipp für den Biggie zu verlängern. Also stay tuned, es bleibt spannend. Eigentlich ist das gar nicht so eine Sache, aber was der größte Albtraum von mir wäre, ist, dass wir mit Biggie irgendwo in die Stadt reinfahren müssen. Oh ja, stimmt, das habe ich vergessen. Und ihn dann zeigen müssen, weil das haben wir jetzt in den ganzen Berichten gelesen, dass man halt mit seinem Fahrzeug dorthin fahren muss und die dann wieder Fotos machen vom Fahrzeug. Und das war wirklich jetzt auch die ganze Zeit, als wir in Cartagena waren, die einzige Sorge, dass wir jemals mit unserem Fahrzeug in diese beschissene Stadt reinfahren müssen, weil der Verkehr ist so beschissen. Ich weiß, es wird noch schlimmer, Peru. Aber das ist wirklich, ich hoffe so, dass wir das nicht machen müssen. Ein paar Stunden später würden wir uns wünschen, noch einmal dorthin zu fahren. Ja, auf jeden Fall dranbleiben, dann erfahrt ihr es. Falls ihr euch fragt, warum wir so viel Gepäck dabei haben, das war eigentlich nicht der Plan. Wir haben sehr, sehr viele Ersatzteile dabei und Shoutout an Scania, die haben uns komplett neu eingedeckt mit Kleidung und sehr coolen T-Shirts und Jacken und Winterjacken und das haben wir alles dabei jetzt. Also wir haben jetzt eine Uniform, die wir tragen. Wir sind ausgerüstet für warm und kalt von Scania. Vielen Dank an das, Manuel und ja, dafür das Organisieren der Kleider. Und wir werden die natürlich sehr, sehr gerne tragen, weil die richtig cool sind. Ja, darum, das erklärt schon ein bisschen, warum wir hier 1000 Sachen dabei haben. Hola, buenos días. Gracias. Sind wieder da. Und er ist noch ganz, ob er noch läuft, wissen wir nicht. Aber ich habe jetzt gerade das Ladegerät angesteckt zur Sicherheit, weil wir haben ja tatsächlich genug Sonne und somit sollte das Ding dann aber auch wieder 1A starten. Ja, schauen wir mal rein. Oh Leute, jetzt schauen wir mal, wie es hier aussieht. Hier ist eine brütende Hitze. Nee, es geht eigentlich. Wow, das geht voll. Es riecht auch überhaupt nicht komisch, für das es der so lange hier an der Hitze stand. Hier sind all unsere elektronischen Geräte, der Tiefkühltruhe. Ja toll, das Bett ist auch noch da. Was will man mehr? Kaffeemaschine. Das Traurige ist, wir haben ja im Moment gar nichts zu essen oder zu trinken. Und letztes Mal, als wir gegangen sind, hatten wir so einen heftigen Stress hier, da konnten wir gar nicht richtig schauen. Aber das sieht alles super aus. Ah nein, da ging schon was kaputt. Unsere, wie sagt man dem? Verdunklungsdinger. Ja. Wir haben es nicht geschafft. Den wurde zu heiß.
denke, es muss das wieder einfädeln und so. Aber das geht schon, das ist eine kleine Sache. Hoffe ich. Techniker Thiago ist da am Berg. Das geht sich schon aus irgendwie. Ziemlich vorgespannt sind. Ich glaube, das will man wahrscheinlich häufiger machen. Das sieht dann auch aus, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da reinbringe. Das geht alles voneinander. An alle, die es nicht so cool finden, dass wir natürlich wieder 3 Tonnen Aromat mitgenommen haben. Ich kann euch beruhigen, das Maggi hat sich drüber ausgeleert. Der ganze Koffer ist voll. Love it. Die frisch gewaschene Wäsche riecht jetzt nach Maggi. Aber es gibt Schlimmeres, ne? Ah, Schokolade auch. Ja. Aber ansonsten ist alles heil angekommen. Und 2 Packungen blieben uns doch noch für die restliche Reise. Ja, da ist wirklich, man kann es glaube ich nicht sehen, aber es ist nur noch die Hälfte drin. Aber ein ganzes haben wir noch. Wir überlassen dann nichts dem Zufall. Und, was wir auch mitgenommen haben, Dinkelflocken, ganz wichtig. Und meine Großmutter aus der Schweiz. Schaut mal, was sie für uns ready gemacht hat. Wir haben einfach die beste Familie, die kennen uns. Und so kann es uns ja nicht schlecht gehen. Es ist ein bisschen angeschmolzen, aber das ist nicht weiter schlimm. Okay, der Schweizer Käse hat es nicht ganz überlebt. Das sieht ein bisschen nicht so gut aus. Wir wollten eigentlich dem netten Franzosen, der hier diesen Campingplatz betreibt, wollten wir Käse mitbringen, als kleines Dankeschön, dass er uns immer wieder abgedatet hat, wie es unserem LKW geht und Bilder geschickt hat. Und dann hat er gesagt, ja, bringt mir 3 Tonnen Käse aus der Schweiz. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er diesen noch will. Vermutlich nicht. Ich bin auch ziemlich impressed über die Vergangenheitsmanu, denn die hat hier für die Zukunftsmanu alles sehr, sehr schön ready gemacht und sehr, sehr viel überlegt damals in Veracruz. Das ist schon sehr cool, wenn man dann wieder zurückkommt und alles ein bisschen einfacher geht und man damals nicht zu faul war, irgendwas zu organisieren. Das tut schon gut. Wenn ihr uns jetzt nicht kennen würdet, würdet ihr herausfinden, aus welchem Land das wir kommen? Jetzt habe ich auch hier Hufti gekauft und Würstchen. Wie heiß war es für dich gestern von einer Skala von 1 bis 10? Von einer Skala von 1 bis 10 war es so 9,5. Aber ich habe es gar nicht so schlimm gefunden, Leute. Also man schwitzt halt einfach wie ein Schwein. Ja, und dann ist es halt so. Echt? Ich habe es 20 gefunden. Ja. Naja, auf jeden Fall, es war heiß. Das T-Shirt ist auch noch tatsächlich, hat doch schon so Schweißränder gekriegt von gestern. Salzränder sind es schon. Ja. Ein kleiner Salzsee. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, soll es heute wieder so heiß werden? Aber wir müssen ja noch hier bleiben, weil wir tatsächlich noch keine Verlängerung vom Tipp bekommen haben. Wir haben das eingereicht jetzt und warten auf Bescheid und müssen dann auch noch vorbeigehen auf dem Zollamt. Und bis dahin sind wir hier Cartagena gefangen. Aber das kennt ihr ja schon, da waren wir ja schon eine Zeit lang gefangen. Leute, es soll einfach nicht sein, dass wir mal irgendwie ein Land ganz normal von A bis Z in
geraumer Zeit bereisen können. Das Ganze mit dem Tipp, das ist jetzt doch ein bisschen anders rausgekommen, als wir das geplant haben. Und ja, manchmal kann Reisen ganz schön auf den Sack gehen, jetzt wo wir so voller Energie waren. Ja, wir gerade gesagt vorhin schon, wir haben ja eine E-Mail, also ich habe eine E-Mail gekriegt, dass am 3. Juli unser Tipp ausläuft. Und jetzt hat das Problem, dass wir direkt an dem Tag, nachdem ich das Mail bekommen habe, haben wir die Verlängerung initiiert und haben dann aber erst einen Termin gekriegt am nächsten Donnerstag. Das ist quasi ein Tag vor Ablauf des Tipps. Und dann wäre die Verlängerung wäre dann in Cartagena gewesen. Schwierig, wir wollten das Risiko nicht eingehen, weil ja, wenn wir die Verlängerung nicht gekriegt hätten, dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Und das Problem auch, das wussten wir nicht, das hat uns der Zoll informiert, du darfst nicht das Land verlassen, wenn du ein aktives Tipp am Laufen hast. Das wussten wir so nicht. Und ja, dann hat er gefragt, ja, aber wie haben Sie jetzt 90 Tage bekommen? Wo haben Sie denn das gemacht? Das ist ja auch bei uns. Dann habe ich gesagt, ja nein, wir sind in der Schweiz gewesen. Und da hat er gesagt, ja, aber das dürften Sie eigentlich nicht. Und ja, das Risiko war uns am Schluss einfach zu groß, dass wir, also wir nicht, aber dass unser Fahrzeug illegal in Kolumbien ist. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt die nächsten 4-5 Tage halt einfach quer durch Kolumbien fahren. Das Problem ist, wenn die uns kontrollieren auf der Straße, was wahrscheinlich sowieso sein wird, weil im Moment die Situation in Kolumbien nicht so safe ist, und die sehen, dass unser Tipp ausgelaufen ist, dann können sie das Fahrzeug konfiszieren und dann zahlen wir, was ist das, ein Drittel vom Fahrzeugwert? Keine Ahnung, ich weiß die Mehrwertsteuer. Also das kostet auf jeden Fall Geld. Richtig viel Kohle. Ja, wir wollen das nicht, wir wollen das Risiko nicht eingehen. Das Schicksal hat es nicht so gut gemeint mit uns, mit Kolumbien. Nein, aber wir haben uns sehr gefreut auf Kolumbien. Und irgendwie, ja, Entschuldigung. Nee, erzähl nur. Ja, wir dachten, wir können auch jetzt nach Ecuador ausreisen und dann wieder einreisen nach Kolumbien, aber die Einreise dort mit dem ganzen Tipp und so, das ist irgendwie extrem mühsam und wir haben jetzt gesagt, wir planen nichts mehr. Wir nehmen einfach nur noch, wie es kommt. Ja. Ist schon ein Downer, aber ja, was will man? Wir können nichts machen. Also wir hätten einfach auf Risiko machen können und sagen, okay, wir nehmen den Termin, weil am Montag ist Feiertag und Mittwoch, Donnerstag arbeitet dieser Inspektor nicht. Also Dienstag, Mittwoch und dann erst am Donnerstag darum den Termin. Und ja, also wir haben die zwei Möglichkeiten gehabt und ich gebe nicht gerne die Entscheidungsgewalt quasi, dann hätte man nichts mehr machen können. Dann hätten wir einfach darauf hoffen müssen, dass der Inspektor einen guten Tag hat, ein schönes, langes Wochenende gehabt hat und uns das Tipp verlängert hätte. So, und ja, deswegen brettern wir jetzt einmal durch Kolumbien. Wir nehmen euch mit und zeigen euch, was es so zu sehen gibt auf den Straßen Kolumbiens. Könnte auch spannend sein, wer Könnte auch weiß. spannend sein, natürlich. Wir machen immer das Beste draus. Schön seid ihr auf jeden Fall mit dabei, auch wenn Kolumbien ein Schnelldurchlauf wird. Genau. Merci pour tout, Fabien. Ciao. Schon nach den ersten Kilometern wird klar, warum hier für 300 Kilometer gut 7 bis 8 Stunden Fahrzeit eingeplant werden. Unsere Durchschnittsgeschwindigkeit liegt gerade mal bei 50 Kilometer pro Stunde. Uns war natürlich bewusst, dass Südamerika anders als Kanada oder die USA ist. Hier fährt man nicht einfach schnell von A nach B. Aber wenn einem so ein Tipp im Nacken sitzt, fühlt sich jede Kurve plötzlich wie eine kleine Verzögerung an. Und ehrlich gesagt haben wir dabei kein besonders gutes Gefühl. Das letzte Mal, als wir unter Zeitdruck unterwegs waren, endete das in der Baja mit einem heftigen Unfall. Genau dieses Erlebnis schwirrt uns jetzt immer wieder mal im Hinterkopf herum. ¿De Cartagena? Sí, claro. Vamos a hacer un reset.
verschwinden. Portugal Suisse haben wir auch. Schutz. Brasil. Sì. Es una casa rodante. Sì. Und das anschauen. Wir wurden schon das erste Mal gestoppt auf der Straße. Da wollte er alle Dokumente sehen, die Polizei, und jetzt wollen sie nach hinten reinschauen, wie das aussieht, was wir dabei haben. Ja, mal schauen, was da rauskommt. Alles super! Dazu kommt, dass die Straßen hier alles andere als leer sind. Statt einsamer Highways erwartet uns das pure Leben. Motorräder, Busse, Lastwagen, Pferdewagen, Fußgänger, Hunde, alles teilt sich hier dieselbe Straße. Langweilig wird es unterwegs dafür keine einzige Sekunde. Kolumbien zeigt sich vom ersten Kilometer an. Unglaublich lebendig, laut und authentisch. Hinter jeder Kurve gibt es etwas Neues zu entdecken. Boah. Thiago, du bist in Kolumbien angekommen. Love it. Wir haben uns verkeilt. Yes. Jetzt, wo wir nichts mehr auf dem Heckträger haben, macht er uns sonst noch Sorgen. Bei der Einfahrt zu unserem nächsten Stellplatz bei einer kolumbianischen Familie wurde es dann noch einmal kurz spannend. Mit unseren 10,5 Metern musste Thiago ganz schön zirkeln und plötzlich hat sich unser Heckträger in einer Palme verkeilt. Der Besitzer meinte dann ganz entspannt, er könne die Palme auch einfach fällen. So weit wollen wir es dann aber doch nicht kommen lassen. Nach 7,5 Stunden Fahrt und rund 370 Kilometern weiter im Süden hatten wir für heute definitiv genug vom LKW. Wir freuten uns einfach nur noch auf eine Abkühlung im Pool und darauf, am Abend das Spiel von Kolumbien mitzuverfolgen. Thiago,
Ja, Wie ist denn das Tanken so für dich in, wollte schon Ecuador sagen, in Kolumbien? Kolumbien tanken macht Spaß. Die Zapfsäulenwärter hier sind richtig cool. Da kriegt man noch ein Käffchen dazu. Genau, gab noch einen Kaffee dazu und jetzt sind wir nicht mehr noch dran, tatsächlich. Es geht noch ein Weilchen, weil es sind natürlich PKW-Pumpen. Also das heißt, das geht ein Weilchen, bis das aufgefüllt ist, weil wir müssen etwa, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, etwa 680 Liter tanken. Also genau. Und spannend, es sind alles ist hier in Gallonen. Ah, Kolumbien ist Gallonen. Nicht in und aber nicht anscheinend nicht US-amerikanische Gallone und normale Gallone, keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr ja den Unterschied. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Auf jeden Fall ist hier Gallonen, nicht Liter. Und jetzt chillen wir es noch ein bisschen hier. Allgemein wollen sie nicht so viel mit USA zu tun haben. Sie wollen auch keine Dollars hier, gell? Nein, sie wollen nicht. Sie wollen ihr eigenes Geld. Ja, Ist auch richtig. Also hier geht wirklich nichts mit Dollar. Nee. Und wie sieht's aus mit AdBlue? Da, schau doch. Urea. Nice. Wir sind safe. Ja. Cool. Also wer sich für die Preise beim Tanken in Kolumbien interessiert, wir haben jetzt 650 Liter reingelassen Ja. und dafür 410 Schweizer Franken bezahlt. Und ja, das kommt so auf wie viel pro Liter? Da 60 Rappen oder so. 5, also ich glaube 62, 63 Rappen müsste das sein. Aber wir können euch die korrekte Zahl noch einblenden, wie viel das pro Liter gekostet hat. Ja, genau. Aber nicht schlecht. Besser als in der Schweiz. Definitiv. Wir sind ein bisschen durch. Ein weiterer verschwitzter Tag geht zu Ende. Es ist jetzt, glaube ich, so 9 Uhr abends und wir haben immer noch, glaube ich, um die 30 Grad fast. Also ja, das Fahren in Kolumbien ist wild, aber naja, es geht ganz gut. Wir sind ja eh nicht schnell unterwegs, sowieso nicht. Und deswegen, man muss einfach auf die Motorradfahrer aufpassen. Die schießen links und rechts vorbei. An das muss man sich zuerst gewöhnen. Ja, und wir sind jetzt schon fast am Ziel. Und wenn ihr wissen möchtet, ob wir es geschafft haben, Kolumbien rechtzeitig zu verlassen, dann schaltet doch nächste Woche wieder ein. Danke fürs Zuschauen, damit ich auch noch was gesagt habe. Tschüss.